mutig mit Schere und Papier. Wir entwerfen, wir schneiden, wir falten, wir dekorieren und vieles mehr. Zuerst brauchen Sie eine Figur. Bleistift und Mut sind nötig. Abbildungen als Anregung schaden auch nicht. Der Umriss reicht eigentlich völlig. Bei einer Figur haben Sie irgendwann mal gelernt, dass die Höhe des Kopfes ca. 7-mal in die des Körpers passt. Und da haben Sie recht, ja. Aber für unsere Ausführung ist dies nur am Rande wichtig. Lebendigkeit entsteht später durch die Illusion der Bewegung. Diese einfachen Figuren werden funktionieren. Sobald Sie eine Schablone hergestellt haben, können Sie diese immer wieder verwenden. Wir spielen mit den Bildelementen. Für mich reicht die Andeutung eines Kopfes. Wenn Sie möchten, können Sie sogar mit Bleistift jeden gewünschten Gesichtsausdruck schaffen. Frontal, also von vorne, oder im Profil. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man Faltungen sehr präzise anfertigen kann. Dazu ist ein Kugelschreiber sehr hilfreich, aber dieser sollte nicht funktionieren. Man kann aber auch was anderes nehmen. Ich habe hier zum Beispiel einen Brieföffner und mit dem kann ich auch sehr gut etwas vorausdrücken. Ich helfe mir hier mit dem Lineal, damit es gerade wird, und fahre am Lineal entlang und drücke nur ein. Das Eingedrückte falte ich jetzt um. Sie sehen, eine sehr präzise Kante entsteht dort. Ich kann natürlich auch einfach nur zwischen den Fingern so falten. Man schafft auch damit Faltungen. Aber das sieht natürlich nicht so exakt aus. Ich möchte auch zum Beispiel, dass das Bein hier nach vorne gehen kann. Deshalb ritze ich ganz leicht an und kann umfalten. Mein Ziel ist ja, bei den Figuren eine gewisse Lebendigkeit zu erreichen. Ich nehme mir einen runden Gegenstand, hier in diesem Fall einen Bleistift, und rolle einfach den Arm um diesen Gegenstand herum. Natürlich nur bis zur Schulter. Lasse wieder los und Sie sehen, da ist schon eine gewisse Plastizität, die ich erreicht habe. Auf der anderen Seite mache ich das ähnlich. Denn Tanz ist ja Bewegung, lebt ja von Bewegung. Mal sehen, was bei rauskommt. Das ist zu stark, aber das bleibt ja auch nicht. Sie sich jetzt vorstellen, ich habe das jetzt hier aufgehängt, es käme ein Windstoß und schon würde es sich drehen. Wenn ich möchte, dass es auch noch am Knie ein wenig abwinkelt, brauche ich es nur ganz sanft andeuten. Und auch beim Kopf kann man sich überlegen, dass man noch was ändert. Ich kann zum Beispiel das Gesicht ein wenig mehr zudrehen, den Kopf ein wenig nach hinten. Hätten Sie gedacht, dass dies eine der einfachsten Schablonen ist? Diese Figur entstand nach einem Foto. Faltungen dienen dazu, die Figur zu gliedern und eine gewisse Illusion von Plastizität zu schaffen. Kleine Variationen sind auch möglich. Tortenspitze aus Papier und Transparentpapier sowie farbige Papiere habe ich für die weitere Gestaltung der Figur verwendet. Die Besonderheit dieser Figur ist es, dass sie gleichzeitig von vorne und von der Seite zu sehen ist. Bei den Gesichtern haben Sie das vorhin bereits gesehen. Und ich experimentiere mit Collage. Man kann ein Foto oder ein geeignetes Gesicht aus einer Zeitschrift montieren. Farbiges Papier dazu, Tortenspitze. Man kann Dinge mit Hilfe von Transparentpapier genau ausschneiden. Sie sehen das immer nebenbei liegen.
Und auch die Rückseite wird gestaltet. So, dann werde ich jetzt mal diese Figur wieder ausziehen. Sie kennen das ja schon. Denn beide Seiten zu gestalten ist natürlich interessanter. Und ich kann mich einfach noch nicht entscheiden, ob ich ihr nur die Bluse anziehen möchte. Ist fast ein bisschen langweilig. Oder natürlich doch das ursprünglich geplante T-Shirt drunter ziehe. Oder lieber nur in rosa? Ist die Frage. Man könnte aber auch beides verwenden. Sie sehen, Sie haben alle Freiheiten und tja, Sie sind Ihr Modedesigner. Noch ein paar weitere Beispiele von vorne, von der Seite und einfache Kleidung, farbige Kleidung, wie es Ihnen gefällt. So, der letzte Schritt. Wie kommen wir zu Flügeln? Ich halbiere das Papier, dann habe ich auf jeden Fall immer die absolute Symmetrie. Zuerst habe ich mir aber überlegt, wie sehen überhaupt Flügel aus? Wie funktioniert das bei Vögeln? Der nächste Schritt war, wie kriege ich das Ganze ein wenig plastischer? Wenn man also eine Faltung herstellen will, dann sollte man auf jeweils der Rückseite leicht vorritzen. Also nicht wirklich ritzen, sondern mehr drücken. Dann lässt sich die Falte viel exakter ausführen. Die andere Seite möchte ich von hier aus falten. Das Papier gehorcht mir viel mehr durch dieses Vorbereiten mit dem Einritzen. Das war natürlich genial, ich wollte eigentlich andersrum falten. Okay, so, jetzt habe ich es. Ich möchte ja schließlich die Symmetrie haben. Ob sich's eignet für die Figuren, wir werden es sehen. Jahresendfiguren mit Flügeln hießen sie in der DDR. Wir haben es einfacher, wir dürfen einfach Engel sagen. Ihre Figuren lassen sich mit Flügeln ergänzen. Wenn Sie dann den Flügel festkleben wollen an der Figur, nehmen Sie einen Faden und machen Sie unten einen Knoten dran am Ende. Den Faden bitte zwischen Figur und Flügel mit einkleben. Dann haben Sie auf jeden Fall gleich einen Aufhänger, der funktionieren sollte. Und durch den Knoten rutscht es Ihnen nicht raus. Noch ein paar Beispiele für Sie. Ich persönlich mag die weißen Figuren. Zu meinem mit Silberkugeln geschmückten Baum passen sie. Viel Freude beim Gestalten.